Aufgepasst, alle Reseller, Flohmarktbesucher, Kleinanzeigen, Durchforster und natürlich Leute, die auch gewerblich auf eBay kaufen. Wenn dein Geschäftsmodell daraus besteht, Dinge zu kaufen, um sie anschließend weiter zu verkaufen, insbesondere gebrauchte Dinge, sei es nun Möbel oder Autos oder Sammelgegenstände, Pokémon-Karten und was auch immer. Und das ist dein Geschäftsmodell, also du bist damit selbstständig, dann kennst du ein Problem. Und das Problem besteht in der Umsatzsteuer. Denn du kannst als normaler Selbstständiger, als normales Unternehmen ja Waren einkaufen und verkaufen. Und normalerweise hast du für den Wareneinkauf bekommst du eine Rechnung und in dieser Rechnung ist Umsatzsteuer ausgewiesen. Und dann verkaufst du dieses Produkt, beispielsweise einen Sneaker, verkaufst du irgendwann für mehr. Machen wir ein Beispiel, du kaufst dir für 500 Euro einen Sneaker und verkaufst den für 1000 Euro weiter. Normalerweise hast du dann bei der Eingangsrechnung normale Rechnungen mit Umsatzsteuerausweis und du schreibst natürlich auch selbst für deinen Verkauf auch eine Rechnung mit Umsatzsteuer. Und in der Umsatzsteuervoranmeldung rechnest du dann die Umsatzsteuer aus den Verkaufserlösen minus die Umsatzsteuer vom Wareneinkauf und das ist dann der Umsatzsteuerbetrag, den du an das Finanzamt abführst. So weit, so einfach. Wenn du aber in dieser Branche aktiv bist, dann wirst du jetzt sagen, ja, aber das ist nur der theoretische Fall, weil rein praktisch kaufe ich ja in erster Linie bei Privatpersonen ein. Und dadurch hast du auf der Wareneinkaufsseite gar keine ordnungsgemäße Rechnung, weil Privatpersonen schreiben keine Rechnung und Privatpersonen weisen auch keine Umsatzsteuer aus. Das heißt, wir nehmen das Beispiel noch einmal, du kaufst für 500 Euro ein Sneaker ein von einer Privatperson. Du musst das Geld bezahlen, du bekommst aber keine Rechnung, du bekommst idealerweise irgendeine Quittung und eine Empfangsbestätigung für dieses Geld, aber du hast keine Rechnung mit Umsatzsteuerausweis. Und dann verkaufst du diesen Sneaker, wie im ersten Beispiel, auch für 1000 Euro. Und darauf entfällt Umsatzsteuer. Das bedeutet, in deiner Umsatzsteuervoranmeldung müsstest du jetzt ja die Umsatzerlöse aus dem Verkauf beim Finanzamt anmelden und könntest dagegen rechnen, gar nichts, weil du auf der Einkaufsseite halt keine ordnungsgemäße Rechnung hast. Und das ist für das Geschäftsmodell des Resellings natürlich ein riesengroßes Problem, weil du einfach deutlich mehr Umsatzsteuer zahlst, als es sich der Gesetzgeber eigentlich so gedacht hat. Und für diesen Sneaker wurde ja schon mal Umsatzsteuer gezahlt. Das heißt, er wurde ja irgendwann schon mal von einem Laden wahrscheinlich an diese Privatperson verkauft und da ist schon mal Umsatzsteuer angefallen und dann verkauft er dir diesen Sneaker. Du hast dann keine Umsatzsteuermöglichkeiten und dann zahlst du quasi nochmal Umsatzsteuer. Das heißt, letztendlich kommt es in der Wertschöpfungsreihe zu einer doppelten Versteuerung für die Umsatzsteuer. Und das will der Gesetzgeber nicht. Das Finanzamt will zwar ständig Geld, aber so viel wollen sie zumindest in diesem Fall dann auch wieder nicht. Und deswegen gibt es für Reselling eine Steuervereinfachungsmethodik. Die ist nicht ganz einfach, die solltest du aber, wenn du dich in diesem Bereich selbstständig machen möchtest, unbedingt kennen. Und diese Vereinfachungsmethodik heißt Differenzbesteuerung. Diese Differenzbesteuerung ist geregelt in § 25a Umsatzsteuergesetz. Und das ist wichtig, das sage ich an dieser Stelle schon einmal, weil du diesen § 25a auf deine zukünftigen Rechnungen schreiben solltest. Und mit der Differenzbesteuerung läuft der ganze Ablauf ein wenig anders. Du zahlst deine Umsatzsteuer nämlich nicht mehr auf deine Verkaufserlöse, sondern auf deinen Gewinnaufschlag. Bleiben wir bei den Sneakern. Für 500 Euro eingekauft, für 1000 Euro verkauft. Du zahlst jetzt die Umsatzsteuer also nicht mehr auf diese 1000 Euro, sondern auf deinen Aufschlag. Du hast 500 Euro aufgeschlagen auf diese Sneaker, das heißt, du zahlst Umsatzsteuer auf diese 500 Euro. Und diese 500 Euro sind auch der Bruttobetrag. Das heißt, du musst aus diesen 500 Euro die Umsatzsteuer rausrechnen. Das machst du, indem du rechnest den Gewinnaufschlag, also 500 Euro geteilt durch 119 mal 19. Und das führt dann dazu, dass du durch die Differenzbesteuerung nicht mehr 190 Euro Umsatzsteuer zahlst, sondern du zahlst 79,83 Euro Umsatzsteuer. Das heißt, signifikant weniger. Und letztendlich kann man sagen, je niedriger dein Gewinnaufschlag ist, desto größer ist der Vorteil der Differenzbesteuerung, weil ja die Bemessungsgrundlage dadurch einfach niedriger ist. Damit das funktioniert und du die Differenzbesteuerung anwenden kannst, musst du natürlich ganz sauber dokumentieren, weil jetzt reicht es nicht mehr einfach nur alle Ausgangsrechnungen und alle Eingangsrechnungen irgendwie zu sammeln und am Ende des Monats zusammen irgendwie auszurechnen und Summen zu bilden, sondern jetzt musst du ja genau berechnen, wie viel Gewinnaufschlag hast du eigentlich auf welche Produkte. Und das musst du natürlich sauber dokumentieren, weil du sonst die Umsatzsteuer gar nicht verrechnen kannst. Das heißt, du brauchst unbedingt auch eine Software, die das Ganze kann. Das heißt, du brauchst eine Software, wo du in der Buchhaltung entsprechend den Wareneinkauf buchen kannst, damit die Software für dich dann diesen Gewinnaufschlag ermitteln kann und für dich die Umsatzsteuer ausrechnen kann. Weil diese Differenzbesteuerung, also diese Umsatzsteuer aus Differenzbesteuerung, die steht natürlich auch in gesonderten Feldern in der Umsatzsteuervoranmeldung. Und das Problem da ist,
es gibt nicht so besonders viele Softwarelösungen, die das können. Ich habe umfangreich mal recherchiert und normalerweise empfehle ich ja vor allem Lexware. Was gute Alternativen sind zum Beispiel Safdesk oder Accountable und die kannst du alle vergessen, weil die haben alle diese Möglichkeit, nicht Differenzbesteuerung auszurechnen. Und das einzige Tool, was ich dir da empfehlen kann, ist Orgamax. Schau dir Orgamax gerne mal an. Ich verlinke dir das gerne auch mal unten in der Videobeschreibung. Die Differenzbesteuerung ist also finanziell gesehen für Reseller eine Vereinfachung. Sie sorgt aber auch dazu, dass du deutlich eingeschränkter bist bei der Software. Nichts gegen Orgamax. Ich finde Orgamax so vom ersten Einblick super und ich kenne auch 2, 3 Leute, die damit tatsächlich ihr Reselling-Business vollkommen im Griff haben. Du solltest dir aber auch da einmal unbedingt deine Umsätze anschauen, weil Differenzbesteuerung bedeutet nicht, dass du jetzt all deine Umsätze genau so abrechnen kannst, sondern die Differenzbesteuerung kannst du dann in Anspruch nehmen, wenn der Wareneinkauf von Privatpersonen kommt, also du die Produkte bei Privatpersonen einkaufst oder bei anderen Resellern, die diese Differenzbesteuerung wählen. Das erkennst du daran, dass auf den Rechnungen ein Hinweis auf diese Differenzbesteuerung, also § 25a Umsatzsteuergesetz steht. Und wenn das gegeben ist beim Verkäufer, dann kannst du selbst Differenzbesteuerung anwenden. Wenn du jetzt aber generell handelst, dann kaufst du auch immer mal wieder Produkte ein von Unternehmen und dann bekommst du natürlich für diesen Wareneinkauf wieder eine ordnungsgemäße Rechnung. Und das versteuerst du dann ganz normal. Das heißt, wenn du dich für eine Software entscheidest, dann hast du immer auch beides parallel. Außer du entscheidest dich sehr aktiv dafür, grundsätzlich immer privat einzukaufen. Also wenn du es zum Beispiel liebst, jedes Wochenende über den Flohmarkt zu gehen und du kaufst auf dem Flohmarkt ein und verkaufst das dann online oder auch wieder auf dem Flohmarkt, aber halt mit einem kleinen Aufschlag, dann kriegst du da ja in der Regel keine Rechnung und dann kannst du auch Differenzbesteuerung auf dein gesamtes Unternehmen anwenden. In den meisten Fällen ist es ja aber eher so eine Mischung. Und das Ganze musst du in deiner Buchhaltung sauber trennen. Das kann man, glaube ich, zusammenfassend so sagen. Bei der Differenzbesteuerung musst du wirklich sauber dokumentieren. Du musst das Ganze so dokumentieren, dass später irgendwann mal Betriebsprüfer in 5, 6, 7, 8 Jahren tatsächlich sich das anschauen kann und noch nachvollziehen kann, welchen Sneaker du da jetzt gekauft hast und wieder verkauft hast, wie der Aufschlag war und wie du auf diesen Umsatzsteuerbetrag kommst. Deswegen natürlich kannst du das Ganze auch theoretisch in Excel erledigen. Ich kann es dir aber nicht empfehlen, weil das führt in der Regel dazu, dass schnell Chaos ausbricht. Ein wichtiger Hinweis noch zum Ende dieses Videos. Und zwar hast du, wenn du Differenzbesteuerung anwendest, ja auf der Wareneinkaufsseite in der Regel gar keine Rechnung. Lass dir da wenigstens den Geldeingang quittieren. Und auf der Verkaufsseite schreibst du aber Rechnungen, weil du bist ja selbstständig. Aber du schreibst Rechnungen ohne Umsatzsteuerausweis, aber mit dem Hinweis auf die Differenzbesteuerung nach § 25a Umsatzsteuergesetz. Und dann ist das soweit auch fein. Und damit hoffe ich, dass ich dir einen guten ersten kleinen Einblick geben konnte in das ganze Thema Differenzbesteuerung. Wenn du dazu jetzt noch Fragen hast, dann lass es mich gerne wissen, denn ich kann mir vorstellen, dass es da ein paar Fragen gibt, weil ehrlicherweise läuft man dieser Regel jetzt nicht ständig über den Weg. Aber für den kleinen Bereich, in dem du vielleicht aktiv bist, ist das eine wahnsinnige Steuererleichterung. Und wenn du jetzt Tools, Hilfen, Steuerberater brauchst, wenn du sagst, das will ich gar nicht selber machen, du brauchst ein Bankkonto, was auch immer, wie immer, alle meine Empfehlungen verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung und auch noch einmal hier. Und jetzt kannst du auch einfach noch ein anderes Video anschauen. Wir haben da ein paar hundert zur Auswahl, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.